So, und da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen zu der 4. Folge. Die letzte war ja größtenteils Gelaber, eigentlich nur Gelaber, und wir haben das Tutorial nochmal ein bisschen fortgesetzt. Jetzt geht's aber wieder ans Eingemachte. Wir haben unseren Job. Wir sollen abdocken. Das machen wir hier über Undock. Dann wird Aura uns bestimmt gleich wieder was erzählen. I have calculated the location of the nearest pirate outpost. You should now click on the location marker icon in the info panel. Jawohl, also wir sind abgedockt. Hinter uns ist die Station, in der wir uns jetzt gerade befunden haben. Wir nicht allzu viel schwärmen, aber es ist schon ein verdammt hübsches Spiel. Hier ist der Planet, in dessen Umlaufbahn sich die Station befindet. Gut, travel to the pirate den. Dann wollen wir mal die Piraten besuchen. Auch das ist neu. Bisher müsste man das immer noch wesentlich manueller machen im Rahmen des Spiels. Aber jetzt können wir hier unten einfach auf Warp to Location klicken. Das ist einfach. Und dann richtet sich das Schiff wieder aus, wie gehabt. Ich sehe gerade, dass unsere Panzerung schon oder noch beschädigt ist. Das hätten wir gleich mal reparieren können. Aber das Schiff muss jetzt halten. So, hier steht die noch zurückzulegende Entfernung. Jetzt verlassen wir gleich Warp. Jawohl. Captain, I had calculated your combat odds to be within an acceptable level of safety. However, I did not anticipate the presence of corrosive gases in this area. If you get caught in a gas cloud, your ship will start taking damage. In that case, you should use your afterburner and burn through the clouds to get out as fast as possible. Also remember that you can use your repair module should you take damage to your ship, which you likely will. Naja, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Captain, you should now approach the highlighted asteroid colony and activate your afterburner. I have calculated this to be the shortest route through the gas cloud. Jawohl. Gar nicht mehr dran gedacht, wir haben ja den Repairer für die Arme. Also für unsere Panzerung. Damit ist das im Grunde genommen auch kein Problem. Jetzt hat sie uns erzählt, sie hat nicht damit gerechnet, dass hier eine Gaswolke ist. Innerhalb der Gaswolke wird unser Schiff Schaden nehmen. Und deswegen rät sie uns, mit dem Afterburner so schnell wie möglich da durchzufliegen. Und wir sollen diese Kolonie anpeilen, weil das der schnellste Weg ist. Dann machen wir das doch glatt und vertrauen Aura mal blind. Approach. Drauf zu und wir aktivieren gleich den Afterburner. Remember to activate your repair module when you take damage and switch it off again when you have repaired successfully. Genau, das Repair-Modul, das aktivieren wir jetzt. Wir sollen daran denken, es zu deaktivieren, wenn wir Captain, there are a lot repariert more sind. pirates than I predicted, but I know you can do this. Remember your training. Approach, lock, orbit, shoot. Genau, das haben wir schon gelernt, das machen wir dann auch. Mehr als ich erwartet hatte. Ich sehe hier gerade nur einen Kontakt, aber vielleicht ändert sich das noch. Was? Ja. Jetzt sehen wir, der Schild wird in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden ist aber noch nicht an der Panzerung. Was jetzt relevanter wird, was wir jetzt langsam sehen, am Anfang war das noch nicht der Fall. Gut, alles klar. Dann richten wir uns jetzt zu ihm aus, aktivieren wieder das Modul. Wir können auch gleich sagen, dass wir orbiten wollen. Wir bewegen uns dann trotzdem auf ihn zu, so schnell wie möglich. Können die noch nicht anvisieren. Wir müssen innerhalb von 23 Kilometern sein bei diesem Schiffstyp und bei unseren momentanen Skills. Eieieiei. Hoffentlich wird das jetzt nicht blamabel.
Aber was jetzt bei mehreren Modulen halt wichtiger wird, ist, dass wir auch den Capacitator im Blick behalten. Jetzt können wir anvisieren. Ich sage nochmal Orbit. Weil jetzt 2 Module Energie abzapfen und dann kann es natürlich passieren, dass die Regeneration nicht mehr so hinhaut. Das ist jetzt momentan kein Problem, wir bleiben relativ stabil. Später wird das aber schwieriger. So, wir öffnen das Feuer. Wir sehen hier oben, die Schilde werden angegriffen. Unser Reparaturmodul nach jedem Durchlauf... Wir bleiben mal kurz stehen. Nach jedem Durchlauf wird ein Teil der Panzerung repariert. Die haben uns schon anvisiert und sind auf dem Weg zu uns. Wir sehen, wir könnten nachher looten, aber ich würde vorschlagen, wir nehmen hier mal den Kampf erstmal auf. So, wir sind repariert. Das Modul können wir abstellen. Der Schild regeneriert sich langsam. Auch dafür gibt es natürlich Module. Sind später dann auch Fragen, gegen wie man antritt und worauf man geht. Ob man eher Schaden am Schild tanken möchte oder Schaden an der Panzerung. Es kommt dann auch so ein bisschen darauf an, womit auf einen geschossen wird. Aber auch das dann später. So, wir sagen schon mal Orbit. Fliegen wir gleich in den Orbit und sobald wir uns knapp auf 5000 Meter annähern, der hatte ja eine Fall of Range von 5020, dann können wir das Feuer schon mal eröffnen. So, jetzt den zweiten sehen wir schon mal an. Auch in Bewegung bleiben ist in diesen Kämpfen wichtig. Denn wenn wir langsamer sind, beziehungsweise uns direkt auch zubewegen oder direkt weg, dann bekommen wir mehr Schaden, sind leichter zu treffen durch unsere Gegner. So, wir haben schon wieder Schaden erhalten, dann schmeißen wir das Modul nochmal an. So, dann haben wir gleich 3 neue Gegner. Erst 1, dann 2, dann 3. Jetzt würde ich aber mal sagen, wir nutzen mal kurz die Zeit, schauen mal, was das Schiff drin hat und geben vielleicht, bevor wir jetzt wehenden Fahnen in den nächsten Kampf gehen, noch ein bisschen was mit und hoffen, dass sich der Schild einigermaßen regeneriert. Das mal ausmachen. So, auch da sind Metal-Scraps drin. Gut, jetzt drehen wir mal das Schiff. Dann nehmen wir es hier mit den nächsten Gegnern auf. Eieiei. Ich starte das Modul gleich mal wieder. Wir haben ja gesehen, es läuft relativ stabil, auch wenn beide Module nebeneinander laufen. Wir öffnen jetzt schon mal das Feuer. Das nächste Ziel zum Orbit, den können wir aufschalten. Sehr gut. Dann kümmern wir uns hier um den letzten. Es sei denn, die nächste Stufe sind dann 4 Gegner. Den Clone-Jacker Punk. Jawohl. Dann starten wir mal
Schiff. Great job, Captain. I have highlighted the container you need to approach. You should loot its contents and then return to station. Ja, das machen wir. Da befinden sich dann die Ressourcen drin, die wir brauchen, um uns ein Modul zu bauen, was wir für die nächste Mission brauchen. Ein Data Analyzer, wenn ich noch richtig bin. Das ist auch wieder ein Spielelement, was wir dann neu kennenlernen, das Tutorial. Hier finden wir weitere Metal Scraps. Was mich ein bisschen schutzig macht, ist, dass wir immer noch den Scientist und den Survivor mit uns umschleppen. Aber vielleicht gab es da eine Erklärung, die ich nicht ganz mitbekommen habe. Mal hier. Das sind auch wieder Metal Scraps. Gut, erstmal hier zu dem Container. Ja, fliegen sollen. Bei 2500 Metern oder ab 2500 Metern können wir looten. Da sind die Materialien. Click on the location marker icon in the info panel to dock at your HQ. Genau, das machen wir auch gleich. Allerdings kann ich nichts liegen lassen. Und wir haben hier in 63 Kilometern immer noch einen Wrack, in dem sich wahrscheinlich Metal Scraps befinden, aber haben oder nicht haben. Das Modul können wir jetzt mal wirklich ausmachen. Den Afterburner lassen wir mal drin, dann wird man doppelt so schnell. So, mal eine neue Nachricht. Genau, das war jetzt auch hier das Achievement, was wir bekommen haben. Unten im Chat sehen wir wieder, 29 Leute sind gerade hier mit uns in diesem Sonnensystem. Dieses grüne Symbol mit dem Stern bedeutet, dass die in unserer Corporation sind. Es ist also anzunehmen, dass das auch neuere Spieler sind. Oder halt Leute, die sich gerade in keiner Corporation befinden. Man muss immer in irgendeiner Corporation sein. Wir sind in der NPC Corporation, also in keiner spielergetriebenen Corporation. Die alle auch nicht. Hier der DJ, der ist scheinbar in einer anderen, das können wir uns mal angucken. Genau, der ist in der Corporation Member of Eve Radio Corporation, ECR. Und wenn wir da drauf gehen, sehen wir, oh, Wanted, die haben eine Bounty von 20 Millionen. Auf dem Buckel. Und hier sehen wir halt genau, Metal Scraps. Die Beschreibung, die sie eingegeben haben, Attribute, da sehen wir, wer ist der CEO, wer hat das gegründet, in welcher Allianz sind sie, also in der Radio Allianz. Eine Allianz ist wie auch in anderen MMOs verschiedene Gilden, also hier Corporations zusammengefasst. Dann was die Tax Rate ist. Jetzt ist unser Skill fertig. Standings, wie verstehen die sich mit momentan unserer Matar Republic? Das ist ja momentan der einzige Kontakt zu größeren Fraktionen, die wir haben. Die History, wann sind sie gegründet worden, wann die Allianz und die War History. Wir haben 15 Kriege beendet und dann kann man sich hier auch nochmal unfassbar viele Informationen wie gesagt, da kann man sich im Grunde genommen wirklich gut verbeißen und Nächte mit um die Ohren schlagen, sich das alles anzugucken und das Spiel ist eine Wissenschaft für sich, würde ich sagen. Gut, wir sollen zurück. Wir können ja jetzt ganz einfach hier auf Dock drücken. Dann starten wir wieder in den Warp.
jetzt hin, da oben, und dann fliegen wir zurück zu unserem HQ. Und da wir auf Dock gegangen sind, wird unser Schiff jetzt auch automatisch andocken. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, entweder warpt man in einer bestimmten Entfernung oder auf 0, dass man direkt dran ist, oder man sagt gleich bei Sachen, wo man andocken kann, Dock. Dann geht das alles automatisch. So, da sind wir. Docking permission requested. Docking request accepted. Recruit, the way you tore through that pirate scum was a pleasure. Not only did you wipe away a blight on the region, but you've confiscated a trove of materials. Now's the time to try your hand at industry, and make something useful from the materials you recovered. Captain, industry jobs are the Capsulier's way of manufacturing goods for himself. They can be a path to great wealth if you hone your industry skills. You should now have the materials to start production of the data analyzer unit for your upcoming reconnaissance mission to the research facility. I have calculated this to be important. To build this module, you'll first need a data analyzer blueprint, which you can buy from the market with your ISK. Gut. You should open the highlighted Market tab and use the search functionality to find... Genau. Also jetzt lernen wir den Markt zum einen kennen. Wir haben ja ein bisschen was verdient. Once you have located the item, you should click on it to view the active sell orders. Locate one from the list that says it's available in this station, then right-click and buy. So, wir haben hier eine praktische Suchfunktion. Da habe ich das jetzt mal eingegeben. Da haben wir den Civilian Data Analyzer, beziehungsweise den Blueprint dafür. Und jetzt haben wir verschiedene Angebote. Und so funktioniert der Markt. Wir haben Käufer. Man kann, also alle Spieler können an einer Station sagen, ich möchte gerne was kaufen, ich würde so und so viel gerne von diesem Objekt haben und bezahle pro geliefertem Objekt den und den Betrag. Und es gibt die Sellers, wenn man selber ein Objekt hat, das braucht man vielleicht jetzt gerade nicht oder man hat es hergestellt, kann man es genauso einstellen, kann sagen, ich habe so und so viele von diesem Produkt, ich möchte gerne das und das Geld dafür haben und dann ist das halt eine normale Marktfrage, Angebot und Nachfrage. Ist man der günstigste, hat man vielleicht gerade die richtige Menge. Wo befindet man sich? Wir können hier sehen, es gibt 10.416 Einheiten dieser Blueprint direkt an der Station für 20.000 ISK. Das nächste wäre 3 Sprünge entfernt. Also nicht Warp-Sprünge, sondern wir haben uns jetzt nur in diesem einen Sonnensystem aufgehalten. Am Rande davon befinden sich Sterntore. Oder so eine Art Sterntore, eher so ein Katapult, das sehen wir dann auch bestimmt gleich. Und man muss also quasi 3-mal springen durch 3 verschiedene Sternensysteme und dort finden wir dann die nächsten, auch für 20.000, also macht es keinen Sinn, sich großes bewegen und die befinden sich alle ungefähr in dem Rahmen. Außer hier hat es einer ganz übertrieben und bietet einen in 8 Sprüngen für 550.000 ISK an. Ich weiß nicht, wie er das loswerden möchte, weil das ja auch so ein gerade für die Anfänger interessant ist. Aber gut, so, rechte Maustaste können wir drauf machen, das kaufen, dann sehen wir hier 0,0%. Da werden wir immer gewarnt, wenn wir jetzt irgendwas zu sehr überteuerten Preisen kaufen. Das ist auch so ein grobes Ding, wo man sehen kann, okay, das ist so ein bisschen drunter. Vielleicht kann ich das mit Profit weiterverkaufen, wenn ich ein paar mehr mitnehme. Aber das ist jetzt alles noch sehr rudimentär. Sagen wir kaufen. So, jetzt passiert einiges. You should now right-click on your ship in the station and select Open Cargo Hold. You can use the right-click, select All to highlight all the items in your cargo hold, and then click and drag them to the Inventory tab marked Item Hanger. Genau, wir haben jetzt hier gerade gesehen, es hat sich was in unserer Portemonnaie getan. Hier haben wir auch nochmal so eine Aufführung. Wir haben Bounty Prizes bekommen für die Kämpfe gegen die Piraten gerade, 20.000 nochmal.
Und jetzt sind die 20.000 quasi wieder gleich verpufft, weil wir uns dafür die Blueprint gekauft haben. Jetzt sollen wir ins Inventar gehen. Machen wir ganz fix mit Alt und C, wenn sich das nicht geändert hat. Jawohl. Und wir sollten, wurde uns gerade gesagt, unsere Sachen im Schiff in den Item-Hangar ziehen. Das machen wir. In your item hangar, locate the Civilian Data Analyzer blueprint. You can right-click on the blueprint and select Use Blueprint. Genau. Also, wir haben auch hier verschiedene Möglichkeiten, aber Aura möchte jetzt gerne, dass wir mit der rechten Maustaste drauf gehen, dann auf Use Blueprint gehen. So. To the left, you can see the materials that will be used from. Genau, aber das ist auch selbst erklären, das kann ich jetzt auch fix machen. Also das ist im Grunde genommen das gleiche Fenster, was wir erreichen würden, wenn wir hier auf die kleine Fabrik gehen. Das ist das Industriefenster. Wir sehen jetzt hier die Blueprint, die wir ausgewählt haben. Sonst, wenn wir einfach darauf gehen, haben wir jetzt hier vielleicht verschiedene. Wir können eine auswählen und sehen, was wird jetzt genau dafür gebraucht. Wie viel haben wir davon? Also wir haben jetzt 1000 von dem Titanium, die 1680 sogar. Wir brauchen dafür nur 40, wir haben also genug. Haben wir das tatsächlich fast doppelt. Wir könnten eigentlich 2 davon bauen. Bauen aber jetzt würde ich sagen erstmal ein. So, 418, das kostet natürlich eine Gebühr, wenn wir hier bauen wollen. Recruit, your preparation has been unusually intensive, but you're going to thank me for maintaining this pressure once you dive into the next task. You're about to go into a deep and dark zone where something has gone terribly wrong. The Sisters of Eve research facility is totally cut off, and I need you out there to find out what happened to them. Professor Tannen wishes to speak to you, and I've authorized that. I'll establish her connection to you now. Captain, I requested you, and only you, for this emergency mission to our research outpost. I had to use all my influence with Republic Fleet Command to secure your continuing involvement. After I made it clear the Sisters would suspend our assistance, they granted me this request. The truth is, Captain, that this outpost is vitally important. Even more important than Fleet Commander Fedari realizes herself. The sad reality is that there are so few people we Sisters can trust these days. Some in the Republic remain suspicious of our humanitarian work with slaves in the Amar Empire. It's a tragic irony. However, you saved my life and have been very discreet. I feel that I can trust you with this mission. Captain, it seems you are making some intriguing and influential friends. Your next journey will be a little longer than any you have undertaken in the past. The research outpost is one jump from our present position. That means that to get there, you will need to jump through a stargate. Along the way, many humans enjoy reflecting on the beauty of the cosmos and report feelings of tranquility and wonder, especially in advance of potentially life-threatening situations, such as our current mission. No recruit in your position has been allowed to travel this far, or use the stargates. If you become a Capsuleer, you can travel to the deepest sections of low-sec space, hunt for wormholes, or travel with friendly fleets through stargates. Ja, Captain, also die Kurzfassung, irgendwas ist ganz schlimm schiefgelaufen. Der Kontakt zu der Sisters of Eve Basis ist abgebrochen. Die Tannen, die wir gerettet haben, hat sich da persönlich eingesetzt, dass wir und nur wir quasi beteiligt bleiben. Und uns steht der erste Sprung durch ein Sternentor ins benachbarte System bevor. Wurde dann auch nochmal, sind ein paar Worte gefallen, wie Low-Sec und Wurmlöcher, da kommen wir auch später zu. So, wir sind jetzt fertig hier. Jobs blinkt. Wir haben den Analyzer fertig gebaut und können hier jetzt auf Deliver drücken. Dann haben wir den hier unten im Inventar. So, muss ich jetzt mein Inventar nochmal extra öffnen? Ja. Time to get that module fitted to your ship. Right-click the Civilian Data Analyzer and fit to act. Genau.
Also, wir haben den Analyzer jetzt hier gebaut, der ist jetzt in unserem Inventar, dann können wir hier wieder Fit to Active Schiff. Und jetzt sollen wir abdocken. Gut, jetzt haben wir die Industrie so ein bisschen kennengelernt, mal wieder ein bisschen Action drin. Kampf gegen Piraten, haben den Markt kennengelernt, ganz, ganz wichtig, mit dem werden wir uns auch in der Zukunft bestimmt das ein oder andere Mal sehr intensiv auseinandersetzen müssen. Aber bevor ich jetzt hier abdocke, ich habe ehrlich gesagt auch den Überblick über die Zeit ein bisschen verloren, würde ich sagen, ich verabschiede mich hier. Vielen Dank. Weiterhin gilt, Tipps, Tricks, Anregungen etc. pp. Gedöns gerne an mich, gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis hoffentlich gleich in der nächsten Folge. Tschüss!